Ja, herzlich willkommen zum Live-Talk hier aus dem Hause MBW. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich hier zugeschaltet haben. Mit dabei Vanessa Stark aus der Kundenbetreuung. Mein Name ist Jan Breuer, ich bin Geschäftsführer von MBW. Und wir freuen uns jetzt auf die nächsten 30 Minuten, um Ihnen die Neuheiten aus dem Hause MBW zu präsentieren. Insbesondere auch den neuen Katalog, der ganz druckfrisch aus der Druckerei gekommen ist. Auf über 140 Seiten präsentieren wir dort nicht nur die Neuheiten, sondern natürlich auch unser Sortiment und geben so einen kleinen Einblick darin oder da rein, was alles so kuschelig und bunt und sympathisch ist im Bereich der gegenständlichen Werbeträger. Vielleicht fangen wir mal ganz plastisch an. Was hat eine PET-Flasche mit uns gemeinsam oder mit unseren Produkten? Wir produzieren mittlerweile Plüschtiere aus diesen PET-Flaschen, und zwar kuschelweiche Plüschtiere. Ich zeige Ihnen mal unseren neuesten Teddybären, das ist der Recycle-Bär. Der Recycle-Bär, der zeichnet sich aus durch ein ganz flauschiges, kuscheliges Mikrofasermaterial, was aus Polyesterfasern hergestellt wird. Die Teddys sind im Gegensatz zu den anderen etwas anders gekennzeichnet. Sie haben anstatt einem orangenen Minifeed-Label ein grünes mit dem Hinweis, dass die 100% recycelt sind. Die werden aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Wie das genau funktioniert, kann man anhand dieser Döschen ganz gut erkennen, die ich hier in der Hand halte. Das ist das geschredderte PET-Material, was dann zu einem Regranulat verarbeitet wird. Aus diesem Regranulat werden dann Fasern wieder gewonnen, Polyesterfasern, die dann in etwa so aussehen, und daraus wird dann ein Plüschmaterial hergestellt, was letztendlich auch eingefärbt wird. Hier sehen wir den cremefarbenen, den Teddybären gibt es aber auch noch in braun, so wie wir ihn hier hinten sehen, in einem braunen Plüschmaterial, und auch ganz neu als Eisbär, Recycle-Bär Eis. Das ist der hier oben sitzt, den wir dann auch nochmal genau zeigen werden. Der ist genauso wie die anderen auch aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Also eine ganz innovative neue Produktserie aus recyceltem Material. Man kann also die Fasern wirklich, wenn man sich das hier anschaut, genau fühlen. Also das ist ein ganz tolles Material, und dieser Teddy, der ist aus einem Material hergestellt. Das bedeutet, er hat keine Kunststoffaugen und keine weiteren Kunststoffteile, auch keine Beans, die irgendwo, keine Pellets, die mit in den Beinchen oder in den Ärmchen mit verarbeitet sind, damit dieser Teddy auch komplett, so wie er ist, auch wieder recycelbar ist. Er ist also nicht nur aus recyceltem Material hergestellt, sondern eben auch so wieder zu 100% recycelbar. Dieses Papplabel hier hinten ist aus recyceltem Papier hergestellt, und so runden wir das Ganze letztendlich ab. Und ich denke, wenn man den anfasst, der ist kuschelweich. Kuscheltest bestanden, würde ich sagen. Vanessa, vielleicht kannst du was sagen zu den ganzen Accessoires, die wir hier haben. Genau. Wir haben ja diverse Accessoires, auf denen dann der Druck angebracht wird. Natürlich gibt es da nicht nur ein Weiß, sondern mittlerweile wirklich diverse Farben, sodass man eigentlich jede Firmenfarbe abdecken kann. Ob es jetzt ein schönes Türkis ist oder ein Rot, ausgefallene Farben wie ein Lila oder ein Rosa haben wir auch. Das gibt es sowohl bei den Dreiecktüchern, bei den Schals und auch bei den T-Shirts. Und somit kann eigentlich jedes unserer Plüschtiere farbig und bunt angezogen werden und ihre Werbebotschaft dann übermitteln. Genau, das ist jetzt das Beispiel hier, unser Farbring anhand der Schals. Genauso gibt es aber, wie Vanessa auch sagt, T-Shirts und auch Dreiecktücher, also für jeden etwas dabei. Und die Möglichkeit, die wir ja schon bei allen anderen Tierchen auch bieten, ist, dass wir auch auf das Label drucken. Alle Plüschtiere oder fast alle Plüschtiere haben so ein weißes Werbefähnchen, wo man auch direkt drauf drucken kann, und hat dann kein zusätzliches Accessoire, sondern man hat die Werbeanbringung direkt am Produkt und am Plüschtierchen dann angebracht. Genau. Ja, genau. Dann kommen wir auch zum nächsten Artikel, so ein bisschen auch in die Richtung der Plüschis. Ja. Unsere Möwe, die bleibt nordisch Möwe.
Das ist die erste Möwe, die ihren Schied oder ihren Dreck selbst wegmacht. Die hat nämlich eine Unterseite aus Mikrofaser. Und diese Unterseite aus Mikrofaser, die einigt sich perfekt zum Reinigen glatter Flächen, ob eine Smartwatch, ein Smartphone oder ein Tablet. Die Reinigung ist ganz einfach möglich. Diese Unterseite, das ist so ungefähr 4 x 4 cm groß. Damit kann man wunderbar glatte Flächen reinigen. Auch diese Möwe hat ein Label angenäht, wie alle unsere Schmusis aus der Serie, die Plüschtiere aus der Serie der Schmusis. Auf diesem Werbefähnchen können wir dort veredeln, weil dieses Produkt ein bisschen zu klein ist, um denen noch einen Schal oder ein T-Shirt umzubinden oder anzutüdeln. Dann würde die kleine Möwe versinken. Das funktioniert nicht. Vanessa, vielleicht magst du ein bisschen was noch zu den weiteren Neuheiten im Schmusis-Bereich sagen. Ich denke, mit den Teamgeistern können wir mal den Anfang machen. Sehr gerne. Genau, wir haben hier eine sehr, sehr bunte neue Teamgeister-Serie dazu bekommen. Der hier wird wahrscheinlich den meisten schon bekannt sein. Das ist der ganz normale weiße Teamgeist, aber er hat ein paar Kollegen bekommen aus seinem Büro. Da drüben haben wir zum Beispiel den Organizer, den Problemlöser, hier haben wir den Teufelskerl und den Witzbold. Eigentlich alle vertreten, glaube ich, in jedem Büro. Genau, und was diese Teamgeister auszeichnet, ganz interessant ist, dass sie im Gegensatz zu den Plüschtieren keine weiche Füllung haben in Form einer Watte, sondern da ist ein Polyurethankern drin. So wie man das schon kennt von unseren Squeezies. Die Squeezies, die wir seit 1993 mittlerweile schon vermarkten und herstellen. Wir waren wahrscheinlich damals einer der ersten, die diese Anti-Stress-Produkte in den Markt gebracht haben. Und dieser Kern, der sorgt eben dafür, das ist so eine Art Memory Foam, damit das Produkt wieder in die Ursprungsform zurückgeht. Und letztendlich schlagen wir damit 2 Fliegen mit einer Klappe. Zum einen haben wir einen Bildschirmreiniger, also auch hier wieder die Unterseite aus Mikrofaser. Und zum anderen haben wir aber eine Knautsch, eine Anti-Stress-Funktion. Und das Schöne daran ist, dass dieser Anti-Stress-Handtrainer auch für alle Altersgruppen geeignet ist, weil eben diese Plüschhülle letztendlich den Polyurethankern mit einfasst und schützt, sodass dieses Produkt auch für Kinder unter 3 Jahren geeignet wäre. Wobei der Zweck natürlich eher der ist, dass man sich im Büro damit beschäftigt oder in Vereinen, in Institutionen, dort, wo es einen Teufelskerl gibt, einen Teamleader oder einen Organizer. Und man kann ganz schön zu diesen Tierchen, zu diesen Teamgeistern auch Storytelling betreiben, Geschichten erzählen, die mit einbinden in Kampagnen. Das ist eben ganz wunderbar möglich und man kann auch hier wieder dann drauf drucken. Genau, was haben wir noch in den Neuheiten? Das sieht man vielleicht ein bisschen schlecht hier vor meinem dunklen Hemd. Ich halte ihn mal hier hin. Das ist ein Absolventenhut, also auch hier für das Thema Bildung, Weiterbildung, Seminare, Workshops. Ein ganz nettes Präsent, ganz nettes Giveaway, wenn man jemanden auszeichnen möchte oder ihm einfach zeigen möchte, dass er eine Prüfung bestanden hat, gibt es hier unseren kleinen Absolventenhut, der sich einreiht in so eine kleine Serie. Wir kommen auch gleich noch bei den Squeezies, bei den Bärts dazu. Das ist ein ganz tolles Thema, sowas gibt es auch als Plüschteddy mit Absolventenhut, aber hier haben wir die kleine Ausführung, eben der kleine Schmusi-Absolventenhut. Genau. Hier noch 2 neue weihnachtliche Schmusis. Einmal den Nikolausstiefel und der kleine süße Tannenbaum, geschmückt ist er auch schon, also bereit für Weihnachten. Genau, haben natürlich auch beide wieder ihre Reinigungsfunktion mit genug Fläche. Genau, ein super schönes Giveaway in der Weihnachtszeit. Genau, gucken wir uns den Nikolausstiefel vielleicht nochmal genau an. Auch der wiederum aus einem ganz weichen Plüschmaterial gefertigt. Ein witziges Gesicht hat er aufgestickt. Die Unterseite auch hier aus Mikrofaser, hier in dem Fall sogar eine etwas größere, womit man wunderbar glatte Flächen reinigen kann, ohne dass sie großartig verschmieren. Also wirklich eine ganz witzige, nette Idee, so als Nikolausgeschenk oder als weihnachtliches Geschenk. Wir können theoretisch sogar Einzelnamen draufdrucken auf die Label, sodass man die auch wunderbar als Mitarbeitergeschenk oder als Präsent für die nächste Weihnachtsfeier benutzen kann. Auch wenn in diesem Jahr die Weihnachtsfeiern ausfallen, so wird es sicherlich einen Anlass geben, wo man auch personalisierte und individualisierte von Nikolausstiefel oder auch Tannenbäumchen so als Präsent einsetzen kann. Ja, machen wir da oben vielleicht weiter, Vanessa, die Bärts. Du hast es ja gerade schon Berthas, angekündigt. Entschuldige. Oh, wichtig, genau. Gerade schon angekündigt, hier ist noch eine Absolventin Bertha, passend zu unserem Absolventenhut. Gibt es auch schon in der männlichen Variante als Herrnbert, aber jetzt eben auch nochmal als Bertha für alle Universitäten oder auch Schulabgänger ein super Giveaway. Und
lässt sich schön knautschen. Genau, und wir haben noch ein paar mehr Modelle neu gemacht. Das hier zum Beispiel ist der Seobert, der für die Digitalisierung steht. Das ist der Seobert mit Lupe und mit Laptop oder mit Tastatur unterm Arm. Darf in keiner E-Commerce-Agentur fehlen, in keiner Werbeagentur fehlen, die sich mit digitalen Medien befassen. Auch hier dieser Knautsch-Effekt, also man kann sie knautschen und drücken. Der Seobert ist so ein bisschen farblich, ganz multicolor gestaltet und der passt so in die Serie der Berts ganz gut rein. Und wem das noch nicht reicht, wir haben natürlich auch für geistlichen Beistand gesorgt. Es gibt einen Pastor mittlerweile, den haben wir hier im Ort gemeinsam mit unserem Pastor sogar entwickelt, damit das auch farblich alles hinhaut. Das ist also ein ganz witziges Giveaway. Die Hilfe von oben, die man sicherlich in der jetzigen Zeit gut gebrauchen kann. Auch dieser Bert ist gemacht aus Polyurethanschaum, also knautschbar und bedruckbar. Also die sind auch alle veredelbar. Auf der Rück- oder auf der Vorderseite können wir mit dem Tampondruck einfach dort auch individuell Kundenmotive aufbringen und die entsprechend veredeln. Genau. Bertha bekommt auch noch ein bisschen mehr Verstärkung. Unsere Beraterin gibt es auch genau so schon als Herrn Bert. Aber auch die Dame darf natürlich beratend tätig sein. Genau, und jetzt machen wir einen kleinen Schwenk zu unseren Quietscheentchen. Wir haben bei den Quietscheentchen einige neue Modelle. Ein Modell zeige ich mal exemplarisch, das ist die sogenannte Schiedwetterente, die so ein bisschen im gelben Regenmantel daherkommt mit einem Schirm, der sicherlich aus dem Hause Fahre kommt. Diese Enten, die sind ja schon viele Jahre bei uns Bestandteil unseres umfangreichen Sortiments. Wir haben mittlerweile über 300 verschiedene Modelle und natürlich ist man immer wieder auf der Suche nach neuen Modellen und guckt, was könnte so passen. Das ist letztendlich so eine Ente, die passt so zum Thema Urlaub und Reisen, aber vielleicht auch so ein bisschen, um sich die Stimmung nicht vermiesen zu lassen. Diese Schiedwetter-Thematik, wir hier im Norden haben ja öfter mal Schiedwetter, das ist leider so, aber wir lassen uns trotzdem nicht unterkriegen und sowas kann man dann auch mit einer ganz netten Botschaft versehen. Und irgendwann scheint auch bestimmt wieder die Sonne und dann kommen die ganzen Blümchen raus. Hier ist nämlich unsere Ente im Blumendesign, also die ist wirklich von Kopf bis Fuß sozusagen. Rundrum gestaltet mit ganz witzigen bunten Blümchen, kann man hier ganz schön sehen, mit einem Blumenkranz. Und so wie du schon richtig gesagt hast, ne? Irgendwann nach dem Regen kommt auch mal wieder die Sonne. Genau. Und passend zu der Thematik haben wir unsere Verpackungen umgestellt. Wir sind in einem sehr großen Umbruch, dass wir auch dieser ganzen Plastikthematik entgegenwirken. Unsere Entchen, auch die Berts, die müssen einzeln verpackt sein. Das ist schon eine Art Transportsicherung, auch für den Weg von der Produktion hierher. Und wir haben uns aber entschlossen, auch wenn es teurer ist für uns, aber wir haben uns entschlossen, das Verpackungskonzept umzustellen und auf Papiertüten zu wechseln. Diese Papiertüten, die sind aus recyceltem Papier hergestellt. Diese Papiertüten lassen sich auch entsprechend falten oder auch verarbeiten. Die Entchen oder auch die Berts sind in diesen Papiertüten, wenn sie aus der Produktion hierher kommen. Auf der Papiertüte selbst sind nochmal ein paar Hinweise drauf, auch dass diese Tüte eben aus recyceltem Papier hergestellt wird und auch gleichzeitig natürlich auch recycelbar ist. Und auf der Rückseite sind auch nochmal so ein paar Hinweise zur Benutzung der Ente, insbesondere zu dem Thema Badewasser. Das ist immer mal wieder eine Thematik bei den Quietscheentchen, aber auch hier gibt es letztendlich 2, 3 gute, hilfreiche Hinweise vielleicht für Sie, wenn so eine Ente mit in die Badewanne genommen wird, was vorkommt, aber was mittlerweile nicht mehr der Hauptzweck ist. Meistens stehen diese Entchen auf Schreibtischen, in Regalen, in der Küche und im Badezimmer. Das liegt daran, dass die einfach so sympathisch sind, so ein Hingucker. Und ich kenne auch niemanden, der so eine Ente schon mal weggeschmissen hat. Also die behält man, die bekommt man geschenkt, ob das jetzt auf einer Messe ist oder auf einem besonderen Event. Und sollte so eine Ente dann doch mal den Weg in die Badewanne finden und nach dem Baden Wasser in der Ente sein, können wir nur empfehlen, Wasser reinlaufen zu lassen, klares Wasser auszuspülen, die Ente kräftig auszudrücken und dann am besten auf einen Heizkörper stellen, damit die Ente von innen auch trocknen kann. So entstehen keine schädlichen Bakterien auch im Innenraum und so stellen wir eben sicher, dass die Enten auch lange Freude bereiten. Und wenn dann doch mal, und das wird vielleicht auch passieren, nach langem Gebrauch sich vielleicht doch mal Verfärbungen zeigen, dann schmeißen Sie die Ente einfach weg. Es gibt sicherlich dann bei nächster Gelegenheit eine neue.
das lässt sich nicht immer ganz verhindern, genau. Ja, so viel dazu und dann kommen wir auch schon zu den nächsten. Oh ja, auch ein sehr wichtiges Thema. Unsere Quietscheenten sind ja standardgemäß aus PVC hergestellt. Das ist jetzt eine ganz schöne Alternative aus Naturkautschuk, also ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff. Die sind auch haptisch anders und optisch ein bisschen anders, was sie, finde ich, aber direkt auch attraktiv macht. Also die sehen super nett aus, fühlen sich ganz anders an, sind irgendwie ein bisschen weicher. Genau. Ja, sind ein bisschen mattiert, ne, vom Material. Ja, das ist ein Naturmaterial, Naturkautschuk, wird aus Bäumen gewonnen, aus Gummibäumen, nachwachsend. Die Enten sind ein bisschen anders gefertigt als die Quietscheentchen. Die haben kein Loch. Das ist produktionstechnisch bedingt, weil wir hier eben nicht die Möglichkeit haben, diese mit einer Quietschfunktion auszustatten. Diese Enten sind geschlossen, demnach natürlich auch dann zu 100% wasserfest und geeignet, auch für die Badewanne, fürs lange Spielen. Diese Enten sind etwas anders vom Material, das hatte Vanessa ja schon gesagt. Die anderen PVC-Enten, die sind ja aus weichmacherfreiem Vinyl oder aus PVC hergestellt. Diese hier aus Naturkautschuk, lassen sich auch bedrucken. Und ja, das ist eine neue Serie, die wir gemacht haben, auch passend zu den recycelten Teddybären. Haben wir jetzt eben auch 100% recycelbare Gummienten oder Naturkautschuk-Enten gemacht und die runden dann unser Sortiment nochmal ab. Preislich sind die ein bisschen teurer als die normalen Modelle. Das liegt einfach daran, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist, aber das ist überschaubar und Preise finden Sie auch nach wie vor hier im Katalog und auch auf der Internetseite. Ja, dann schauen wir nochmal. Ich glaube, so von den Neuheiten war das schon ein ganz grober Überblick. Die weiteren Neuheiten finden Sie, wie gesagt, alle im Katalog. Dort sind die gekennzeichnet, auch mit einem kleinen New, sodass Sie die leicht finden können. Und dann möchte ich gerne Ihnen noch ein, zwei Dinge zeigen. Und zwar in unserem Shop. Wir haben für Sie im Rahmen unserer Digitalisierungsoffensive umfangreiches Material bereitgestellt, und zwar auf Ihrem Dashboard im Kontobereich auf der mbw.sh. Dort finden Sie nicht nur die Neuheiten mit allen Produktvideos, wir haben also für jede Neuheit ein Produktvideo gedreht, wo auch nochmal ein Sprecher erklärt, wofür dieses Teil einsetzbar ist, wofür der Artikel genutzt werden kann. Diese Videos stellen wir Ihnen auch alle bereit. Die sind zum Download verfügbar, das heißt, Sie können die Dateien wirklich als, ich meine, es ist ein MP4, als Datei downloaden, können noch Ihr Logo in die Ecke setzen oder können die anreichern um individualisierte Texte und diese dann entsprechend auf Ihren Websites auch zur Verfügung stellen. Wir haben hier dann im unteren Bereich des Dashboards sind alle Produktlinks oder alle Download-Links vermerkt. Es geht einmal hier zu den Produktvideos, es geht zu Lifestyle-Bildern, es geht zu Produktfotos und auch zu sogenannten SKU-Listen, also Listen, die alles beinhalten, von der Artikelnummer bis zur Druckgröße, Druckstandsmöglichkeiten. Alle die Dinge haben wir hier auf dem Dashboard für Sie bereitgestellt. Und wenn Sie dann hier oben in dem Bereich Neuheiten auf die We Make You Feel Neuheiten-Kollektion klicken, dann sehen Sie auch nochmal alle Neuheiten im Überblick. Und zwar dann nicht nur mit den Produktinformationen, sondern auch mit dem Link zu dem Produktvideo. Den Recycelbären haben wir Ihnen vorgestellt, den Eisbären, die Teamgeister, wie Möwe und den Bert. Aber es gibt noch weitere Neuheiten. Wir haben hier also im unteren Bereich auch noch die Berts und den Feuerwehrhut, den haben wir vorhin gar nicht gezeigt. So ein Feuerwehrhelm auch aus der Schmusis-Serie. Und das Thema Fußball wird uns auch sicherlich im nächsten Jahr wieder begleiten. Also so einen kleinen Fußballschuh haben wir auch. Ja, ich denke, dann haben wir schon eine ganze Menge erzählt. Ja. Und dann sagen wir herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Alle Informationen auch auf unserem Dashboard. Und wir bedanken uns bei Ihnen und wünschen Ihnen noch einen tollen Jahresausklang und freuen uns, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis bald.